In diesem Video beleuchten wir die Funktionsweise von HGV-Netzwerken und die Unterschiede zwischen diesen und einem Netzwerk aus Network Nodes. Grundlegend sind die HGV- und Network Node-Netze ähnlich aufgebaut. Auch das HGV-Netz besteht aus Punkten, sogenannten Control Points, die als Ziel einer Bewegung dienen und die durch Pfade miteinander verbunden sind. Die Pfade sind hier jedoch eigenständige Objekte und nicht nur als Verbindung zwischen zwei Punkten definiert. Control Points können daher nicht nur an Pfadenden platziert werden und es können sich auch mehrere oder auch gar keine auf einem Pfad befinden. Gemeinsam haben die beiden Netzwerkarten, dass Task Executor und andere 3D-Objekte über A-Verbindung an die Control Points des Netzwerks angebunden werden. Anders als bei Network-Node-Pfaden sind die HGV-Pfade standardmäßig nur in eine Richtung befahrbar. Dies kann in ihren Eigenschaften geändert werden, verkompliziert den Bau eines Netzwerkes jedoch teilweise erheblich, da der Nutzer dann dafür sorgen muss, dass zwei Task Executor einen Pfad niemals gleichzeitig in unterschiedlicher Richtung befahren. Diese würden sich sonst gegenseitig blockieren und einen Deadlock auslösen. Neben Control Points existieren auch Control Areas. Diese funktionieren grundsätzlich sehr ähnlich. Um zum nächsten Punkt zu fahren, muss ein Task Executor auch alle Areas reservieren, welche die genutzten Pfade abdecken. Die Control Areas werden hauptsächlich dazu genutzt, um Kollisionen auf sich kreuzenden Pfaden zu verhindern. Die Bewegung auf dem Netzwerk findet generell von Punkt zu Punkt statt. Es existieren jedoch auch Möglichkeiten, beliebige Positionen auf den Pfaden anzusteuern. Damit ein Fahrzeug von seiner aktuellen Position aus weiterfahren kann, muss es erst den nächsten Control Point entlang seines Pfades reservieren. In der Grundeinstellung kann ein Punkt immer nur von einem Task Executor gleichzeitig reserviert sein. Diese Anzahl lässt sich jedoch frei einstellen. Es existieren zwei Optionen, wann ein Control Point wieder freigegeben wird. Entweder direkt nachdem dieser passiert wurde oder beim Erreichen des nächsten nachfolgenden Control Points. Zusätzlich können jeweils auch noch zeitliche oder räumliche Offsets definiert werden. Zum Beispiel wird ein Control Point 2 Sekunden, nachdem das Fahrzeug ihn passiert hat, freigegeben. Neben der Reservierung von Kontrollpunkten lässt sich der Abstand zwischen Task Executern in einem HGV-Netzwerk auch über Accumulation-Regeln steuern. Diese können pro Pfad individuell festgelegt werden. Ist es erlaubt, dass mehrere Task Executor gleichzeitig einen Control Point reservieren, so steuern diese Regeln, wie nah sie auf einem Pfad aufeinander aufwachen dürfen, bzw. wie weit vor einer Einmündung sie warten müssen. Diese Option funktioniert ausschließlich für Pfade mit einer fest vorgegebenen Bewegungsrichtung. Standardmäßig führen Task Executor auf HGV-Netzwerken keinen Offset Travel aus. Wird zum Beispiel im Process Flow nur eine Load Task verwendet, so wird das Item direkt von der aktuellen Position aus geladen. In den Eigenschaften des HGV-Netzwerks kann jedoch ein Trigger aktiviert werden, welcher steuert, was im Falle einer Offset-Travel-Aufgabe geschieht. Eine vordefinierte Option lässt den Task Executor zum Beispiel auf dem aktuellen Pfad möglichst nah an die Zielposition heranfahren. Dies eignet sich vor allem für das Laden von Items aus einem Bodenlager. Das Anlegen eines HGV-Netzwerks ist generell aufwendiger als bei Network Nodes, da die Pfade separat in das Modell eingefügt und ausgerichtet werden müssen. Dies ermöglicht insbesondere bei Kurven jedoch eine höhere Präzision. Abstandsregeln und Kollisionsvermeidung sind leichter handhabbar. In beide Fahrtrichtungen benutzte Pfade bedeuten allerdings wiederum oftmals einen hohen Aufwand, um Deadlocks vorzubeugen. Für fortgeschrittene Nutzer bietet das HGV-Netzwerk noch weitere Möglichkeiten, die Wegsuche und das Verhalten der angebundenen Task Executor individuell anzupassen. Abschließend seien noch die HGV Process Flow Templates erwähnt. Diese implementieren eine HGV-Steuerung, welche die Fahrzeuge auf dem Netzwerk durchgehend patrouillieren lässt. Falls dies dem gewünschten Verhalten entspricht, stellen sie eine gute Option dar. Abseits davon sind sie aber als Beispiel zu verstehen, wie eine Process Flow Steuerung aussehen kann.